lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, eigentlich wäre jetzt heute Teil 3 von 4 dran an dieser Serie, aber wie es manchmal so spielt, das Leben, geht's anders. Ich brauche eine fixe Karte, eine Glückwunschkarte und dann lasse ich euch natürlich daran teilhaben, wie ich so etwas mache. Ja, ich habe mir hier mein Papier aufgeklebt. Das ist wieder mal das ganz einfache Papier von Clairefontaine. Hier 300 Gramm, ne, nehme ich ja immer gerne für meine Karten. Und dann habe ich mir einen Stempel rausgesucht, Silikonstempel. Herzlichen Glückwunsch und setze mir den jetzt hier mal eben schnell auf meine Karte oben drauf. Dazu nehme ich hier den Stess One. Der ist wasserfest in schwarz. Stempel mir das hier auf mein Kissen drauf. Setze mir den Stempel dann hier auf mein Papier und hoffe, dass die Farbe noch gut ist. Ich glaube, ich brauche mal wieder einen neuen. Ja, ist ein bisschen dünn, geht aber noch. Ist okay. Man kann erkennen, was da steht. Gut. Und dann geht es weiter. Ganz fix, ganz schnell heute und trotzdem schön. So, hier gibt es sowas wie eine Rasenfläche. Ein paar Grasstoppeln. Nichts Kompliziertes. Da setze ich jetzt noch mal einen anderen Grünton mit hinein. Einfach um es ein bisschen interessanter zu machen. Ein bisschen dunkler hier einmal. Und auch noch einen schönen Gelb-Grünton. Und das Ganze lasse ich einfach ein bisschen miteinander arbeiten. Und dann sieht das wunderbar aus. So. Was willst du denn schon wieder, Tobi? Tobi passt das immer nicht, wenn ich mich mit euch beschäftige hier. Er meint, er ist hier erste Geige. So. Okay, dann geht das weiter. Ich schnappe mir einen schönen Gelbton. Setze mir hier einen Blumenmittelpunkt und hier oben einen halben. Setze mir jetzt hier einfach ein paar Blütenblätter dran. Das kann jetzt gerne in das Gelb hineinlaufen. So wollte ich es doch gar nicht malen. Oh Mist. Ich wollte doch hier nur eine halbe Blume machen. Oh, ja. Ich habe geschlafen, ihr Lieben. Gerade geschlafen. Naja. Passiert. Also hier ist es vollkommen egal, wenn die Farben so ein bisschen sich berühren und ineinander laufen. Das ist eigentlich sogar ganz schön, wenn man das macht. Das gibt nämlich dann erst so die spannenden Effekte nachher. So wie hier, da läuft es jetzt super rein. Okay, also. Ihr müsst das nicht akkurat machen. Ihr seht, das ist bei mir, sieht das kreuz und quer aus. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum ich das so mache.
und nicht ganz akkurat. So, jetzt werde ich die hier natürlich ein bisschen erweitern. Das war anders gedacht. Naja, ist nicht schlimm. Also es müssen keine perfekten Kreise sein, keine perfekten Ovale. Das ist vollkommen egal, weil ich da gleich noch in einer ganz speziellen Art und Weise drüber dudeln werde. Und dann werdet ihr gleich sehen, warum das nicht so wichtig ist. So, gut, das muss jetzt eben mal kurz trocknen. Jo, das gute Stück ist trocken und jetzt geht es weiter. Ich schnappe mir einen Fineliner und fange jetzt einfach an, ganz grob mit dem schwarzen Stift Umrandungen zu setzen. Nicht genau auf der Farbe, sondern immer mit ein bisschen Weiß im Hintergrund. Macht kleine Kringel rein, macht geschwungene Linien. So wie euch das in dem Moment in die Hand fließt. So, dann setze ich hier nochmal einen Stiel dran, auch hier ein bisschen gekringelt. Ja, hier könnte man jetzt noch ein Blatt dran setzen. Kann ich gleich noch ein bisschen Grün reinarbeiten. Und jetzt fange ich noch an und setze hier ab und zu mal so kleine Verzierungen. Mal meine Blümchen dran. Strichlein, Pünktlein. Kringel. Immer da, wo es mir gerade gefällt. Wo ich finde, es fehlt was. Auch noch so ein Blatt hin, finde ich eigentlich auch noch ganz nett. Ja. Da nehmen wir uns jetzt einfach noch mal ein kleines bisschen Farbe. Ah, der Stift war noch nicht trocken. Da habt ihr jetzt gerade gesehen, was passiert, wenn man den Stift nicht trocknen lässt. Na, dann verschmiert ein das, aber das ist jetzt hier in dem Moment nicht so wichtig. Das passt immer noch ganz gut. So, auch hier das Grün jetzt nicht bis zum Rand malen, sondern einfach so ein bisschen weiß noch stehen lassen. So. Und dann schnappe ich mir jetzt noch meine Buntstifte. Die guten von Derwent, die feinen, weichen. Und male mir hier noch in meine Blütenflächen ab und zu mal noch den einen oder anderen Farbklecks hinein. Und auch in die freie Fläche dazwischen. Hier mal ein Sprenkelchen, da mal ein Sprenkelchen. Das ist mir schon bald genug. Wo habe ich jetzt noch meinen weißen Stift?
Toni Bolsigno. Damit setze ich jetzt noch so ein paar einfach so ein paar kleine hier und da mal Pünktchen. Ihr seht das, das ist gar nicht viel. Macht aber unheimlich viel aus. Auch noch mal ein grünes. Ja, mehr werde ich gar nicht machen. Ich mache das jetzt wieder frei vom Klebeband und klebe es auf und melde mich gleich nochmal bei euch. Ja, und da bin ich wieder. Ich habe das gute Stück nochmal ein bisschen eingekleinert, damit es auf diese Karte passt. Ich habe es jetzt hier auf so eine kleine passende goldgelbe Karte gemacht. Und ja, ihr seht das hier. So einfach und schnell lässt sich eine ganz nette Geburtstagskarte oder wofür auch immer ihr sie braucht machen. Ein paar Buntstifte, ein paar Farben, einen Feinliner und rucki-zucki ist das Ganze fertig. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal schnell so ein kurzes Ding zwischendurch und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit den Doodle-Karten. Ja, wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Melanie.